Ein Lied aus der Wachau, von der Donau, macht die Herzen jung und den Himmel blau, so wie in der Wachau. One, two, three. Die Wachau ist seit über 2000 Jahren ein wichtiges Wein- und Obstanbaugebiet in Niederösterreich. Die ersten Spuren des landwirtschaftlichen Betriebs gehen auf das 1. Jahrhundert vor Jesus zurück, wo die Römer auf den abschüssigen Südhängen die Rebe einführten. Das Tal ist seit immer von den Menschen besetzt worden, von denen 25.000 Jahre alte Relikte gefunden wurden. Während des ersten Jahrtausends entwickelte man auf den fruchtbaren und sonnigen Südhängen die Landwirtschaft, die von Klöstern betrieben wurde. Im Jahr 1300 wurden die Anbauflächen unter 31 Klöstern aufgeteilt. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts gründeten dort die Ritter von Keuriger 2 Festungsstädte, Dürnstein und Aggstein, und begannen das Umfeld auszubauen. Die beiden Schlösser hatten einen guten Überblick über das Tal und baten somit eine perfekte Verteidigung zu dieser Zeit. Die Gemeinschaft organisierte und verbesserte auch die landwirtschaftliche Produktion in der Wachau. Dafür bauten sie die ersten Trockenmauern. Aufgrund von Angriffen außerhalb gründeten die Ritter im Verlauf der mittelalterlichen Periode weitere Festungen, vor allem in den Gebieten um Oberanna im Jahr 1270 und Spitz im Jahr 1438. Im Verlauf der Renaissance verloren die Schlösser an Bedeutung und bleiben für einige Zeit leer. Die Adeligen besiedelten stattdessen das Tal und sorgten vor allem den Fortbestand für Landwirtschaftliche zu dieser Zeit. Die regierende Macht siedelte sich am Rande des Flusses an und trug einen großen Teil an der agrarischen Entwicklung bei, somit konnte sich die Wachau vor allem im 15. Jahrhundert ein großes Vermögen sichern und wurde damit eine der bedeutendsten Barockstädte von Österreich. Die Kirche wurde im Barockstil neu ausgebaut. Um ein Beispiel zu nennen, im Weißenkirchen wurde die Kirche, welche im 9. Jahrhundert erbaut wurde, im 16. Jahrhundert erneuert. Vor allem das Mittelschiff und der Chor wurde im Sinn der Barockstil ausgeschmückt. Im Jahr 1909 wurde in der Region eine Eisenbahn gebaut, die das nördliche Ufer des Flusses entlang fährt und alle wichtigen Städte miteinander verbindete. Krems, Melk und Spitz. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt der Erhaltung der Landschaft, in der die Bahnlinie sehr gut integriert wurde. Im Jahr 1950 begann die Regierung mit dem Ausbau der ersten Straßen, die von Krems nach Melk führten und ähnlich dem Verlauf der Eisenbahnstrecke folgten. Es wurden weder Brücken noch Viadukte gebaut, die die Landschaft entstellen könnten. Seit das Tal im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe gehört, wurde die Region damit sehr aufgewertet. Nach Erbauung des Donauradweges, welcher mehr als 80 Kilometer lang ist, und nach der Renovierung der Ruinen von Dürnstein und Aggstein, muss sich die Wachau der touristischen Herausforderung stellen, nämlich ihr Erbe zu bewahren, welches mehrere Jahrtausende alt ist und gleichzeitig aber mehr Besucher als je zuvor zu empfangen.